Hallo allerseits, ich bin hier nochmal auf der Free in München und bin hier jetzt am Stand der Firma Steigerwald bei Andrea und Günther Hirt. Das sind die Inhaber dieser Firma Steigerwald und die haben hier ein neues Wohnmobil, den Illusion XMK 590 FT. 590 steht wahrscheinlich so für irgendwie 5,90 Meter rum. Genau, Fahrzeuglänge 5,99. Und was ist jetzt das Besondere an diesem Fahrzeug, dass das hier vom Platz her trotz 5,99 Meter relativ viel Komfort hat? Genau, wir haben bei dem Fahrzeug eine Hecksitzgruppe. Vielleicht schauen Sie mal mit rein. Und zwar hat dieses Modell, ist wie gesagt nur 6 Meter, hat eine gigantische Rundsitzgruppe. Den Tisch kann man komplett verstellen, egal in welche Lage. Man könnte das unten auch noch umbauen zum Bett. Und oben drüber haben wir auch noch ein elektrisches Hubbett. Die Größe von dem Hubbett ist ca. 1,34 Meter mal 2 Meter. Und das fahre ich dann elektrisch rund? Genau, man kann auch sein Bettwäsche oben lassen. Na klar. Das ist eigentlich nur ein Knopfdruck und schon fährt es nach unten. Ist das jetzt die normale Höhe oder kann man da noch weiter runter, wenn man will? Man könnte noch weiter runter, es gibt eine verlängerte Schiene, dann müsste man allerdings die Polster noch runterklappen und dann können wir bis zu da runter gehen. Das heißt, diese Höhe wäre jetzt eigentlich dann so gedacht, dass man dann in 2 Etagen schläft, dass also oben 2 und unten 2 schlafen könnten. Korrekt. Das heißt, ich klappe den Tisch dann hier komplett rein, nach unten und dann mache ich hier eine komplette Liegefläche draus. Ja. Gut, das war jetzt der eine Bereich, Sitzbereich und Komfortbereich. Können wir nochmal wieder hochfahren. Da sehen wir hier nochmal kurz den Schalter. Und hier ist dann wahrscheinlich die weitere Technik noch zum Klimatisieren und verschiedenes mehr. Genau, das Fahrzeug hat automatisch schon das Truma CB Plus Bedienteil. Da kann man Nachtabsenkung mit einschalten. Braucht sehr wenig Gas dann die Heizung und ist komfortabel. Gut, dann gehe ich jetzt mal hier rüber und Sie können mir ein bisschen die Küche, den Küchenbereich zeigen. Schaue ich mal, ob ich da ein bisschen auf die Seite rutschen kann. Genau. So. Also die Küche ist ausgestattet mit einer Spüle, mit einem Zweiflammherd, mit automatischer Zündung und natürlich auch mit Glasabdeckung, sodass man die Fläche auch noch nutzen kann. Da wäre es erweiterbar. Einzelne Schubläden, damit man sich nicht neiglettern muss, geht ganz weit raus mit Softclose. Und da selbstverständlich auch für die Töpfe mit Steckdosen versehen. Und auch relativ helle Oberflächen mit ein bisschen Designelement im Dunkeln, dass das schön kombiniert ist. Wo ist jetzt der Kühlschrank eigentlich? Der fehlt mir hier noch in der Küchenseite. Der Kühlschrank befindet sich auf dieser Seite. Der hat einen großen Kühlschrank, den man mit 12 Volt, 230 Volt oder mit Gas betreiben kann. Und während der Fahrt dann wahrscheinlich nur elektrisch oder darf man den dann auch mit Gas betreiben während der Fahrt? Könnte man auch mit Gas betreiben, weil wir serienmäßig die Monocontrol verbaut haben. Und dann kann man die Gasflaschen auflassen während dem Fahrtbetrieb. Gut, der vordere Bereich, die Fahrersitze schauen jetzt hier relativ starr an, kann ich aber wahrscheinlich auch trotzdem nach hinten drehen, wenn ich will. Die Fahrersitze, Eingriff. Kann man beide Fahrerhaussitze drehen und hat da zusätzlich, wenn man jetzt sagt, hinten schläft schon jemand, hat man vorne noch die Möglichkeit zu sitzen. Und dieses Fenster oben, das ist jetzt hier so ein schönes Dachfenster, Panoramafenster, gibt es wahrscheinlich auch Jalousien, die man dann auf- und zuziehen? Ja. Genau, da haben wir die Möglichkeit, es zu verdunkeln, das Fenster. Und es ist auch wunderschön im Himmel mit eingelassen, also optisch sehr schön gemacht. Da gibt es hier seitlich noch einen kleinen Stauraum. Ja, haben sie auch. Also die haben die Ecken jetzt mit verplant, dass man da eben auch noch Stauraum hat. Also total clever gelöst. Dann haben wir hier noch Stauraum und da hätten wir auch noch einen Apothekerauszug. Apothekerschrank, hey. Ja, richtig Komfort. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist jetzt hier schon zu erahnen. Das ist hier eine Schiebetüre für den Sanitärbereich. Genau. Das heißt, Da haben wir dann getrennte Dusche, WC und ein Klappwaschbecken. Ja, das ist ja raffiniert. Das heißt im Endeffekt, die Abtropffläche ist hier in der Schräge integriert und ein ganz kleines, schmales Waschbecken eigentlich, aber indirekt dann durch diese Abtropffläche intelligent ausgenutzt. Genau, dann haben wir hier noch Stauraum
Und oben die Dachluke zum Lüften. Auch sinnvoll. Und die Dusche selber, die ist relativ breit dann auch. Zwar schmal in der einen Dimension, aber in der anderen Dimension kann man sich tatsächlich halbwegs gut ausdehnen. Genau, und hat eine feste Duschabtrennung, so dass da praktisch auch nichts nass wird draußen. Gut, dann gibt es außen noch einen Staubereich hier unter der Sitzgruppe, so eine Garage, die schauen wir uns jetzt auch gleich noch außen an. So, jetzt hier der Stauraum hinten unter der Sitzgruppe, den können wir jetzt hier auch mal schauen, wie viel Platz da unten ist. Ist ja dann doch auch reichlich für Gepäck, für Gartenstühle, für Sonstiges, wenn man noch irgendwo unterwegs ein wenig Komfort haben will. Dann noch die Frage der Motorisierung und des Preises. Was muss ich denn ausgeben für dieses Fahrzeug und wie stark ist es motorisiert? Gut, die Basismotorisierung fängt bei uns mit 140 PS an. Zum Preis für 50.675 €, inklusive dem elektrischen Hubbett, Fahrerhaussitzbezüge, Heckfenster, inklusive Kfz-Briefüberführung. Dann doch schon eine relativ schöne Komplettausstattung für dieses Fahrzeug, für den 590 FT aus der Illusion-Serie. Und das war jetzt ein schöner Einblick hier in die Neuheit hier von Steigerwald auf der Free-Messe in München. Und ich bedanke mich für die interessanten Erklärungen. Tschüss. Tschüss.